Digitale Märklin-Anlagen gibt es sicherlich zahlreiche. Was aber seit einigen Monaten bei der Brima Modellanlagenbau in Gau-Algesheim entsteht, ist schon ziemlich herausragend. Da ist zum einen die Größe der Anlage und zum anderen deren exakte Planung. Die ist Chefsache. Uwe Brillmeier führt seit 1993 seine Firma mit viel Geschick und Einsatz. Dabei gilt es, vieles zu beachten. Ja, wir müssen ja erstmal über das Konzept mal reden. Wir müssen sehen, wie der Raum beschaffen ist beim Kunden. Wir machen dann eine schöne Zeichnung und auch eine Darstellung in 3D, wie die Höhen da geeignet sind und wie die Streckenführung ist. Und wenn der Plan abgesegnet wurde von unserem Kunden, der natürlich auch ab und zu geändert wird und angepasst wird, dann sprechen wir über die 46 möglichen Ausbaustufen. Das heißt, der Kunde kann wirklich entscheiden, ob er nur einen Grundrahmen haben möchte oder das Komplettpaket bis hin zur fertigen Programmierung und Aufstellung vor Ort. Die riesige Anlage für das Hans-Peter-Porsche-Traumwerk wird im Endausbau unterschiedlichste Regionen darstellen. Wir haben einerseits Österreich mit der Tauernbahn, Semmeringbahn und Arlbergbahn, aber auf der anderen Seite haben wir auch die Schweiz nachgebildet mit der Gotthard-Nord- und Südstrecke. Und als drittes Hauptelement ist dann der Bodensee zu sehen, mit einem Teil auch aus Bayern. Die Stromversorgung einer solchen Großanlage ist eine weitere Herausforderung. Ganz entscheidend ist die sorgfältige Verdrahtung der Anlage. Die Kabel werden durch Ringschrauben geführt und sind somit stets optimal zugänglich. Jeder Modellbahner weiß, wer hier sauber arbeitet, erspart sich so manche kummervolle Stunde, wenn es gilt, Fehler zu finden und zu beheben. Uwe Brillmeier hat in seiner Laufbahn all diese Anlagen kreiert. Ich persönlich plane alle Anlagen, die jetzt bisher im Haus entstanden sind. Seit 21 Jahren sind es jetzt über 580 Pläne. Und ich mache das auch weiterhin alleine, weil das ist meine Handschrift, das ist das, was uns auszeichnet und das ist auch das Know-how, was für die Firma steht. Und man braucht natürlich seine Zeit dazu. Mittlerweile gibt es auch eine gewisse Wartezeit. Aber wir haben noch so ein kleines Ass im Ärmel. Unser Sohn ist jetzt in eine Firma eingestiegen und wenn das gut klappt und er so das Händchen hatte für wie ich, dann sind wir bald zu zweit, wo an die Projekte dran gehen. Bis es soweit ist, sammelt der Junior Erfahrungen im Anlagenbau. Die praktische Tätigkeit ist ein großer Vorteil. Sie wird ihm bei späteren Planungsarbeiten nützlich sein. Das Wichtigste ist natürlich der Gips. Da sollte man dann einen Gips finden, der dann auch lang verarbeitbar ist, dass man die Felsen auch noch formen kann. Den Gips kann man sehr lange bearbeiten. Man könnte noch morgen früh den noch stemmen. Den Gips sollte man auch die richtige Dicke auftragen, dass man nicht mit dem Stemmeisen direkt durchschaut und schön formen kann. Und wenn man Gips aufträgt, dass man schon die Form so reinbekommt, wie er werden sollte. Björn Brillmeier hat diese Technik mittlerweile perfektioniert. Welche Arbeiten mag er besonders? Ja, da gehört das Gipsen schon mal dazu, weil man da am meisten sieht, den Fortschritt von Fliegendraht zu Felsgestaltung. Das ist dann schon, wenn man die Schritte dann sieht, das macht dann schon Spaß. Ja, das ist einfach ein Hobby und das zum Beruf zu machen, ist natürlich ein Traum. Ob dies auch für sie zutrifft, wollte uns die junge Modellbauerin leider nicht verraten. Jedenfalls ist sie mit großer Sorgfalt bei der Arbeit. Es gilt, das Dach auf den Ringlokschuppen zu platzieren. Also erstmal das ganze Konzept so zu bauen, dass jede Menge Zuschauer, Besucher des Museums gleichzeitig einen Blick auf die Anlage werfen können. Wir haben den Vorteil, wir haben keine Säulen und keine Wände dazwischen, die Anlage ist in einem Stück zu sehen. Und da kommen wir zu dem Logistischen, was natürlich auch dann das Problem ist, die wieder auf LKWs zu bringen, wo man einen gewissen Höhenmaß nicht überschreiten darf. Und auch die Grundfläche haben wir auf maximal 9 Quadratmeter minimiert. Und das Ganze muss natürlich dann auch bis zu 15 Sattelzügen nach Anger gebracht werden und dort wieder wie ein Puzzleteil alles zusammengesetzt werden. Aus diesem Grund wurde die Anlage auch teilbar geplant und gefertigt.
Folien verhindern dabei, dass die Segmente zusammenkleben. In den eigenen Werkstätten war nicht genügend Platz für das gigantische Traumprojekt. Daher wurde eine weitere Halle angemietet. Hier entsteht ein Anlagenteil nach Vorbildern der Rhätischen Bahn. Im Mittelpunkt natürlich das Landwasserviadukt. Im Endausbau wird das Werk fast 400 Quadratmeter Fläche einnehmen. Die gesamte Gleislänge kommt dann auf gut 3 Kilometer. Verlegt wird das Märklin-K-Gleis, außer im RHB-Bereich natürlich. Viele Techniken, die bei Brima angewandt werden, nützt der Hobbybahner auch für seine heimische Anlage, allerdings kaum im selben Umfang. Gespannt darf man sein, wenn am Schluss gezählt wird. Wie viele Bäume wohl auf der Anlage Platz finden? Sie stammen größtenteils aus dem Hause Noch. In einigen Wochen werden auch die letzten Anlagenteile auf die Reise ins bayerische Anger gehen. Dort, in der Nähe von Bad Reichenhall, hat Hans-Peter Porsche sein Traumwerk angesiedelt. Hier zeigt er dann auch klassisches Blechspielzeug aus seiner umfangreichen Sammlung. Und vieles mehr. Eröffnet wird das Traumwerk im Frühjahr 2015. Märklin TV wird Sie über dieses Projekt auf dem Laufenden halten.